Hey Leute, willkommen bei Local Recipes. Heute zeigen wir euch die indischste Gewürzmischung überhaupt, die aber kaum jemand in Indien benutzt. Die Rede ist natürlich vom Currypulver, das hierzulande vor allem durch die Currywurst und den Curry Ketchup berühmt geworden ist. Leute, wir haben uns wirklich ganz viele verschiedene Currypulver angeschaut, die hierzulande verkauft werden, haben uns dann aber überlegt, nee, wir machen unsere eigene Mischung. Das haben wir wirklich hier in Kleinstarbeit mit einer Mikrowaage gemacht. Vielen Dank an die Indani, der das vor allem gemacht hat und auf dem Milligramm genau unsere Mischung zusammengestellt hat. Was sich von den anderen Mischungen relativ stark unterscheidet, ist, wir legen viel mehr Fokus auf Koriander als auf Kurkuma. Kurkuma ist natürlich für die gelbe Farbe, die ihr kennt und wahrscheinlich mit Currypulver assoziiert, verantwortlich. Wir finden aber geschmacklich trägt es nicht super viel dazu bei, deswegen fokussieren wir uns mehr auf andere Sachen und haben eine etwas raffiniertere und vielfältigere Gewürzpalette zusammengestellt, die sehr nah daran ist, wie wir normalerweise mit Gewürzen kochen würden. Als erstes kommt unser treuer Mörser zum Einsatz, denn ein paar der größeren Gewürze werden wir grob zerstoßen. Beim Currypulver handelt es sich um eine anglo-indische Erfindung. Während der Kolonialzeit wollten die Briten auch in England in den Genuss der indischen Küche kommen. Aber zum einen waren die frischen Zutaten nicht einfach über den langen Seeweg zu transportieren und zum anderen muss man das Kochen mit so vielen verschiedenen Gewürzen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten in das Gericht kommen, auch erstmal lernen. Genau deshalb gibt es ja unseren Kanal. Und ein paar sehr smarte indische Gewürzhändler haben sich deshalb das Currypulver ausgedacht, das viele der wichtigsten Zutaten in einer einzigen Mischung vereint. Currypulver ist sozusagen ein Konzentrat vieler Zutaten, die wir in unseren Masala-Soßengrundlagen verarbeiten. In indischen Gewürzschränken werdet ihr sie aber kaum finden, denn dort nutzt man je nach Gericht verschiedene eigene Mischungen. Zum Beispiel Garam Masala, Chaat Masala, Paanch Phorun, Vadavan und unzählige mehr. Wenn ihr unseren Kanal schon kennt, dann kennt ihr bestimmt auch schon ganz viele von diesen Mischungen. Wer von euch hat denn Spaß dran, eigene Mischungen zu machen und wer von euch kauft sie lieber? Schreibt uns das doch mal in die Kommentare, das interessiert uns wirklich brennend. Wir lassen unsere Pfanne jetzt langsam vorheizen. Wir haben die hier auf Stufe 5 von 9. Darin werden jetzt gleich unsere Gewürze trocken anrösten. Dadurch entwickeln die nochmal ein ganz besonderes, leckeres Aroma. Gebt eure ganzen Gewürze jetzt in die Pfanne und lasst die erstmal 2 Minuten rösten. Wenn ihr ein Küchenthermometer zur Hand habt, dann könnt ihr schauen, dass die Pfanne nicht heißer als 130 Grad wird. Wir wollen nämlich nur eine ganz dezente Röstung. Ihr werdet beim Rösten merken, dass sich ein ganz besonderes Aroma entwickelt, das werdet ihr wirklich riechen. Achtet nur darauf, dass das Ganze nicht braun oder dunkel wird, das wollen wir nicht, deswegen arbeiten wir auch wirklich geringer Hitze. Für die besondere Note geben wir nach etwa 2 Minuten Curryblätter hinzu. Das fehlt in den meisten gekauften Versionen, da das Currypulver aber aus Madras, dem heutigen Chennai in Südindien stammt, waren Curryblätter Teil der Originalkomposition. Außerdem sollte in einem Currypulver die eine Zutat, die auch wirklich Curry heißt, nicht fehlen. Wenn ihr ganz genau hinhört, merkt ihr, dass die Gewürze knistern, ein Zeichen, dass sie schön geröstet wurden. Oh, und den Hund der Nachbarn hört man auch. Normalerweise kommen in die meisten Masala-Soßen frischer Ingwer, Knoblauch und Zwiebeln. Beim Currypulver kommen diese Zutaten aber getrocknet und gemahlen in die Mischung. Das vereinfacht, wie gesagt, den Kochprozess. Currypulver gibt es in England schon seit dem späten 18. Jahrhundert zu kaufen. Bei uns in Deutschland ist es dann mit dem Siegeszug der Currywurst in den 60ern bekannt geworden. Es gibt echt unzählige Currypulver-Varianten hier zu kaufen. Bei den meisten Marken ist die wichtigste Zutat Kurkuma wegen der gelben Farbe, die viele Käufer mit Curry verbinden. Wir nehmen bewusst etwas weniger Kurkuma, um den anderen Gewürzen mehr Raum zu geben. Deshalb finden wir auch unsere Mischung viel aromatischer als das, was man fertig kaufen kann. Und sie sieht trotzdem super aus. Das fertige Currypulver könnt ihr super für anglo-indische Rezepte verwenden, zum Beispiel für unsere Mulligatawny. Oder ihr macht euch euren eigenen Curry Ketchup, das haben wir letztens gemacht. Oder ihr pimmt einfach eure normalen Rezepte mit einer kleinen Prise davon. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf eure Ideen. Viel Spaß und bis zum nächsten Video. Tschüss!